Du stehst an der Tankstelle und greifst zur Zapfpistole. Vor dir 3 Optionen. E10 mit 95, Super mit 95, Super Plus mit 98. Die Zahlen stehen in großen Ziffern auf der Säule. Du weißt, dass die höhere Zahl irgendwie besser sein soll. Du weißt, dass sie mehr kostet. Und du weißt wahrscheinlich, dass diese Zahl Oktan heißt. Aber wenn du ehrlich bist, weißt du nicht, was sie bedeutet. Die meisten Autofahrer glauben, Oktan messe die Energiemenge im Benzin. Mehr Oktan, mehr Leistung. Das klingt logisch. Und es ist falsch. Oktan hat nichts mit Energie zu tun. Es hat nichts mit der Leistung des Motors zu tun. Es hat nicht einmal etwas mit der chemischen Zusammensetzung des Benzins zu tun. Die Oktanzahl misst nur eines: wie lange das Benzin aushält, bevor es von selbst explodiert. Und warum das wichtig ist, liegt an einem Problem, das die Autoindustrie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts beinahe zum Stillstand gebracht hätte. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen in die Labore von General Motors im Jahr 1927, wo ein Chemiker namens Graham Edgar das Oktansystem erfand, indem er 2 Substanzen mischte, von denen eine aus dem Harz einer kalifornischen Kiefer stammte. Wir schauen uns an, was im Inneren eines Zylinders passiert, wenn Benzin zum falschen Zeitpunkt explodiert. Und wir klären, warum Super Plus für die meisten Autos rausgeworfenes Geld ist. Abonniere den Kanal, wenn dich die Technik hinter dem Alltag fasziniert. In den 20er Jahren wurden Autos leistungsstärker und schneller. Ingenieure wollten mehr Kraft aus ihren Motoren holen und erhöhten dafür die Verdichtung. In einem normalen Verbrennungsmotor saugt der Kolben ein Gemisch aus Luft und Benzin in den Zylinder, presst es zusammen und genau im richtigen Moment springt die Zündkerze an. Der Funke entzündet das Gemisch, die kontrollierte Verbrennung drückt den Kolben nach unten und die Kraft fließt über die Kurbelwelle an die Räder. Soweit die Theorie. In der Praxis passierte in den frühen Motoren häufig etwas anderes. Das Benzin wurde beim Zusammenpressen so heiß, dass es sich entzündete, bevor die Zündkerze überhaupt gefeuert hatte. Diese unkontrollierte Frühzündung erzeugte eine Druckwelle, die gegen die Zylinderwand schlug. Das Ergebnis war ein metallisches Klappern, das Fahrer und Ingenieure Klopfen nannten. In milden Fällen kostete es nur Leistung. In schweren Fällen zerstörte es Kolben, Ventile und Zylinder innerhalb weniger Stunden. Klopfen war in den 20er Jahren das zentrale Problem der Automobilindustrie. Jeder Motorenhersteller experimentierte mit höherer Verdichtung und jeder stieß an die gleiche Grenze. Das Benzin machte nicht mit. Das Problem war messbar, aber es fehlte eine einheitliche Skala. Jede Benzinsorte klopfte anders. Jeder Motor reagierte anders und es gab kein System, um die Klopffestigkeit verschiedener Treibstoffe miteinander zu vergleichen. Im Jahr 1927 fand der Chemiker Graham Edgar bei der Ethyl Corporation, einem gemeinsamen Unternehmen von General Motors und Standard Oil, eine elegante Lösung. Er suchte 2 reine Kohlenwasserstoffe, die jeweils ein Extrem repräsentierten. Der eine sollte in jedem Motor klopfen, der andere in keinem. Er fand sie. Normalheptan, eine geradkettige Flüssigkeit mit 7 Kohlenstoffatomen, klopfte in jedem Motor unter allen Bedingungen. Edgar wies ihm den Wert 0 zu. Isooktan, ein verzweigtkettiges Molekül mit 8 Kohlenstoffatomen, verbrannte selbst unter extremer Verdichtung kontrolliert und gleichmäßig. Edgar wies ihm den Wert 100 zu. Jetzt brauchte er nur noch beide zu mischen. Ein Gemisch aus 90% Isooktan und 10% Heptan hatte eine Klopffestigkeit von 90. Ein Gemisch aus 95:5 entsprach 95. Wenn ein unbekanntes Benzin in einem Testmotor genauso klopfte wie ein bestimmtes Gemisch dieser beiden Referenzstoffe, bekam es dessen Oktanzahl zugewiesen. Die Zahl sagt also nicht, wie viel Isooktan im Benzin steckt. Sie sagt, wie sich das Benzin verhält, verglichen mit einer Mischung zweier Referenzsubstanzen. Das Detail, das die Geschichte besonders macht: das Heptan, das Edgar verwendete, stammte nicht aus einer Erdölraffinerie. Er destillierte es aus dem Harz der Jeffrey-Kiefer, einem Nadelbaum aus den Bergen Kaliforniens, weil nur dieses Heptan rein genug war, um als Referenz zu dienen. Die gesamte Oktanskala der Welt beruht auf einer Substanz aus einem Baum. Der Grund, warum manche Benzinsorten klopfen und andere nicht, liegt in der Molekülstruktur. Langkettige, gerade Kohlenwasserstoffe wie Heptan sind thermisch instabil. Sie halten dem Druck und der Hitze im Zylinder nicht lange stand und entzünden sich von selbst, sobald die Temperatur eine bestimmte Schwelle überschreitet. Verzweigte Moleküle wie Isooktan halten länger durch. Ihre Seitenketten machen sie thermisch stabiler, sie brauchen mehr Energie, um sich zu entzünden. Sie warten auf den Funken der Zündkerze. In einem modernen Motor mit hoher Verdichtung
wird das Gemisch auf mehrere hundert Grad erhitzt, bevor die Zündkerze zündet. Wenn das Benzin diese Phase übersteht, ohne sich selbst zu entzünden, verbrennt es kontrolliert, die Druckwelle breitet sich gleichmäßig aus und der Motor läuft ruhig. Wenn das Benzin diese Phase nicht übersteht und zu früh zündet, entsteht eine zweite Flammenfront, die gegen die erste prallt. Zwei Druckwellen kollidieren im Zylinder wie zwei Wellen im Wasser. Das ist Klopfen. Jetzt der Teil, der an der Tankstelle Geld spart. Die Oktanzahl, die dein Motor braucht, hängt von seiner Verdichtung ab. Motoren mit niedrigem Verdichtungsverhältnis, wie sie in den meisten Kleinwagen- und Mittelklasse-Fahrzeugen verbaut sind, arbeiten mit 95 Oktan einwandfrei. Das Benzin hält dem Druck stand, die Zündkerze feuert im richtigen Moment, alles läuft sauber. Wenn du in diesen Motor 98 oder gar 100 Oktan tankst, passiert exakt nichts Zusätzliches. Das Benzin wartet einfach noch ein bisschen länger auf den Funken, der sowieso kommt. Du hast nicht mehr Leistung, nicht mehr Drehmoment, nicht weniger Verbrauch. Du hast nur einen höheren Kassenbon. Motoren mit hoher Verdichtung, wie sie in Sportwagen und Turbomotoren vorkommen, brauchen tatsächlich höheres Oktan. Sie pressen das Gemisch stärker zusammen, die Temperaturen sind höher und ein Benzin mit niedriger Oktanzahl würde unter diesen Bedingungen klopfen. Für diese Motoren ist Super Plus kein Luxus, sondern eine technische Notwendigkeit. Dein Fahrzeughandbuch sagt dir, welche Oktanzahl dein Motor braucht. Mehr bringt keinen Vorteil. Weniger kann schaden. In den 30er Jahren fanden Forscher einen schnelleren Weg, die Klopffestigkeit zu erhöhen, als neue Raffinerieverfahren zu entwickeln. Thomas Midgley und Charles Kettering bei General Motors entdeckten, dass eine winzige Menge Bleitetretiol, zugesetzt zum Benzin, das Klopfen fast vollständig unterdrückte. Verbleites Benzin eroberte innerhalb eines Jahrzehnts die Welt. Es war billig, effektiv und machte höhere Motorleistungen möglich. Was es auch war, hochgiftig. Bleipartikel im Abgas verteilten sich in der Atemluft, im Boden, im Trinkwasser. Heute wissen Epidemiologen, dass die Bleibelastung der Nachkriegsjahrzehnte messbare Auswirkungen auf die neurologische Entwicklung ganzer Generationen hatte. Ab den 70er Jahren begannen Regierungen weltweit, verbleites Benzin zu verbieten. Die Raffinerieindustrie musste andere Wege finden, um die Klopffestigkeit zu gewährleisten. Heute wird Ethanol beigemischt, ein Alkohol mit einer RON von 129, der das Oktan erhöht und gleichzeitig den fossilen Anteil im Kraftstoff senkt. Das E in E, 10, steht für 10% Ethanol. Graham Edgar wurde 1887 in Fayetteville, Arkansas geboren. Er hätte kaum ahnen können, dass seine Entscheidung, das Harz einer kalifornischen Kiefer als Nullpunkt einer Skala zu verwenden, die gesamte Treibstoffindustrie des 20. Jahrhunderts prägen würde. Heute steht die Oktanzahl auf jeder Zapfsäule der Welt. Milliarden Menschen lesen sie jedes Jahr und fast niemand weiß, dass sie auf dem Vergleich zweier Flüssigkeiten basiert, von denen eine aus einem Nadelbaum in den Bergen Kaliforniens destilliert wurde.